Buongiorno tutti. Ja, guten Morgen zusammen. Und nun zum zweiten Teil unserer Impressionen vom Gardasee und der Umgebung nach dem Intro. Ja, hallo. Wir machen heute mit unserem Roller einen kleinen Ausflug. Ja, da freue ich mich so richtig drüber. So, und zwar fahren wir jetzt mit der Fähre hier von Torri nach Toscolano Maderno rüber. Nachdem es heute Morgen noch ordentlich gewittert hat, ist im Moment Jetzt wieder herrliches Wetter. strahlender Sonnenschein. Ja. Und auf der anderen Seite wollen wir dann noch mal eine kleine Rundfahrt machen. Mal schauen, ein bisschen shoppen in Salò, was sich so ergibt. Ja, die Schwüle ist weg und das bekommt mir ehrlich gesagt viel, viel besser, wie es wahrscheinlich den meisten geht. Ich freue mich jetzt an unsere alte Stätte zurückzukehren, Toscolano Maderno. Mit den Kindern waren wir da früher viel und Ja, einige Jahre, genau. da kommen sehr schöne Erinnerungen hoch und bestimmt freut das die Kinder, wenn die das sehen können. Ich hoffe auch. Tschüss! Jo, und da kommt jetzt gerade die Fähre an. Also, ja, die müssen erst noch alle runter, aber wir machen uns schon mal bereit. Ja, das war ein toller Nachmittag in Toscolano Maderno. Es hat sich vieles bestätigt, was wir uns schon so gedacht haben. Es hat sich auch nicht so viel geändert. Aber für mich waren die Emotionen schon sehr intensiv, wenn man an die schöne Zeit zurückdenkt. Ja, Toscolano ist jetzt kein reiner Touristenort. Gut, als wir vor 30 Jahren das erste Mal da waren mit den Kindern, da sprach noch gar keiner Deutsch. Inzwischen hört man auch Deutsch natürlich häufiger, aber ansonsten hat sich dort nicht viel verändert. Das eine oder andere Hotel hat eher geschlossen. Ja, aber wie gesagt, ein Eis muss es sein. Die Eisdiele mit dem dann da sitzen, mit dem Blick aufs Wasser, das ist einfach echt schön und wie gesagt, für mich war es einfach auch so eine Reise in die Vergangenheit so ein bisschen. Es hat mich sehr bewegt und war schön für mich. Ja, Toscolano liegt ja auch sehr schön, im Rücken die hohen Berge, was natürlich dazu führt, dass im Spätsommer oder im Herbst da die Sonne schneller untergeht. Hat den Vorteil vielleicht, wenn es zu heiß ist, es kühlt schneller ab. Ansonsten, es gibt einen sehr schönen Badestrand, allerdings so mit Kiesel, aber dadurch ist natürlich das Wasser sehr sauber. Ja, das ist echt wunderbar. Ja, es gibt auch 2 Campingplätze, die wir allerdings noch nie besucht haben. Vielleicht kommt das auch noch mal irgendwann. Ja, das haben wir uns eigentlich schon so gedacht, dass wir da auch mal auf den Campingplatz gehen sollten. Ja, man kann von da aus auch schöne kleine Wanderungen machen. Also ja, der Ort liegt schon nicht schlecht an der nordöstlichen Seite des Seeufers und man ist dann, ja, man kann die anderen Orte, ne? Wir fahren jetzt noch nach Salò. Genau, das ist gar nicht so weit und wie gesagt, da freuen wir uns auch schon drauf.
Ja, bei Toscolano Maderno ist es für mich immer wieder schön, wenn man im See schwimmt und die Berge anschauen kann. Also einfach ganz besonders. Ja. Okay. Auf nach Salo! Weiter geht's. So, das war Salo. Ja, ganz überrascht waren wir von der künstlerischen Ausrichtung. Ja, die haben da wohl so eine Art grüne Woche oder botanische Woche gerade gehabt. Überall dieser Kunstrasen durch die Straßen gelegt, der teilweise auch ein bisschen feucht war. Aber vor allen Dingen die tollen Tiere, die dargestellt wurden und recht groß waren. Und das war schon wirklich beeindruckend. Ja. Aber Salo ist sowieso ein sehr schönes Städtchen, auch mit sehr schönen Geschäften, auch hochwertigen. Ja, für alle Klamotten. Preisklassen Ja. Natürlich wieder, aber es ist schon auch vieles, was wirklich extravagant ist. Und wenn man da mal was Ausgefallenes sucht, ist man in Salo schon richtig. Ja, auf jeden Fall. Ja, Salo liegt ja in der gleichnamigen Bucht. Und die Promenade ist so leicht gebogen, hat sich so an den See angeschmiegt. Die erste Häuserreihe hat dann auch diesen Bogen und dahinter kommt dann die große Einkaufsstraße, die dann auch so leicht gebogen ist. Also es hat einfach eine sehr schöne Atmosphäre, finde ich. Ja, und die Gassen ist natürlich auch deshalb schön, weil es immer beschattet ist, was im Sommer und auch jetzt zu dieser Jahreszeit also schon angenehm ist. Das muss ich sagen. Ja, und an jedem Eckchen findet man wieder irgendwo eine Möglichkeit, wo man einkehren kann. Also ja, man kann also shoppen, man kann sich ausruhen, man kann kulinarisch auf seine Kosten kommen und natürlich gucken, wer da so guckt, wer da so rumläuft. Das ist ja immer so ein bisschen auch Teil des Ganzen. Ja, also ich finde Salo richtig interessant und ein schönes Städtchen, ja. Ja, kann ich nur zustimmen. Besucht es selbst mal. Das ist wirklich eine tolle... Ist ein Besuch wert, auf jeden Fall. Ja, tolle Sache. Guten Morgen. Wir starten unseren Stadtrundgang in Verona heute mit einer spektakulären Bergfahrt, der Funiculare di Castel di San Pietro. Ich überlasse mich da ganz als Führung, denn er hat sich da mal wieder was Tolles ausgedacht. Schauen wir mal. Es beginnt alles wieder mit einem Abenteuer am Fahrkartenautomat. Und schon geht's aufwärts.
Von hier oben haben wir natürlich jetzt eine wunderbare Aussicht bei schönstem Wetter auf die Altstadt von Verona. Hier unten die Ponte Pietra. Da die Kathedrale. Und irgendwo versteckt die Arena und Piazza dell'Erbe, und die werden wir uns gleich noch mal zu Fuß erkunden müssen. Ja, hier über die Ponte Pietra geht es jetzt über die Etsch direkt in die Altstadt von Verona. Die Casa di Giulietta. Also hier geht es zum Haus der Julia. Ist immer sehr, sehr stark besucht. Heute geht es noch. Ja, und auf diesem Balkon soll sie wohl gestanden haben und ihr Romeo darunter. Und unten ist eine Bronzefigur und wie man sieht, man soll den rechten Arm und die Brust berühren. Das bringt wohl Glück. Ja, durch die Festung Castelvecchio kommen wir hier direkt auf die Ponte Scaligero. Also hier könnte man Mittelalterfilme drehen und bräuchte keine extra Kulisse aufbauen.
Hier seht ihr jetzt einfach mal ein paar unserer Eindrücke, die wir nur fotografisch festgehalten haben. Ja, das ist Verona, vielleicht eine der romantischsten Städte Italiens, in der Gardasee-Region sowieso. Ja. Nicht nur nach Shakespeares Romeo und Julia. Wo die Besucher natürlich alle hinströmen. Ja, aber die Stadtgründung war ja schon vor Christus, also eine ganz alte Stadt Ja. mit wirklich ja, ganz besonderen Sehenswürdigkeiten, allen voran natürlich die Arena. Ja, die wird auch ständig saniert. Wir waren vor Jahren schon mal in Verona und hatten dann das Glück, abends in einer Opernaufführung in der Arena zu sein. Und das war wirklich Schon, ganz ja, beeindruckend. Grandioses und toll. Erlebnis, ja. Obwohl ich jetzt kein Opernfan bin, aber diese Atmosphäre und die Leute, alle so schick und wirklich haben dem besonderen Ort ihren Glanz zusätzlich verliehen, muss ich sagen. Ja, wirklich eine einmalige Atmosphäre, ja. Ja, dann waren wir natürlich, als losging, einen riesen tollen Überblick über die Stadt gehabt. Und als wir uns da gestürzt haben, hat man doch gemerkt, wie groß das ist und wie weit man da läuft. Und ich muss sagen, ich habe zwar bequeme Schuhe angehabt, aber nachher hatte ich doch eine Blase an der Hacke und habe mir noch ein paar Schlappen gekauft, weil ich nicht mehr ausgehalten habe. Ja, man sollte für seinen Altstadtbummel sich vielleicht einen kleinen Plan machen, Ja. um die wichtigsten Sehenswürdigkeiten beim ersten Mal so ja, abzulaufen. Denn Die ansonsten, einem auch wichtig erscheinen. Jeder hat ja eine andere Wertigkeit. das natürlich, aber die komplette Altstadt ist schon sehr groß. Also ja, da, also da das fällt schon unter Wanderung. Also ich war platt wie ein Pfannekuchen nachher und muss wirklich sagen, auch total von tollen Eindrücken geflasht. Also ich würde sagen, wer nach Italien fährt und die Gelegenheit hat, nach Verona zu gehen, der sollte die auch wahrnehmen. Ja, also Verona ist ja schon einmalig. Ja. Alle möglichen Bauten, auch die Straßen und die Menschen aus aller Herren Länder, was auch immer schön ist zu sehen. Und alle, sag ich mal, sind auch bemüht, in der Stadt sich so zu bewegen, dass jeder zu seinem Recht kommt, Fotos machen kann oder sich hinsetzen kann oder sonst was. Es gibt für jeden Platz genug, auch wenn es voll ist. Ja, also für uns waren das jetzt sehr schöne abschließende Eindrücke aus der Gardasee-Region. Ja. Und jetzt geht unsere Reise weiter. In die Toskana. Das ist ja auch ein berühmtes Fleckchen Erde und da freuen wir uns auch drauf. Ja, auf jeden Fall. Ja, kommt mal mit und seht zu, was wir da noch so unternehmen. Ja, immer geht's weiter. Aber bevor es richtig weitergeht, genießen wir noch ein erfrischendes Bad im Gardasee und einen Sonnenuntergang bei Cesano.